sagen, wir wollen noch mal den Finger in die Wunde legen, gemeinsam mit Weltkolumnist Henrik M. Broder. Herr Broder, schön, dass Sie heute Abend da sind. Guten Abend. Ja, Frau Baerbock, die verzichtet jetzt also freiwillig auf eine Kanzlerkandidatur. Hat Sie diese Ankündigung im amerikanischen Fernsehen mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl überrascht? Ja, mich hat das schon überrascht. Ich meine, wir sind nicht in der besten Lage. Die Wirtschaft kriselt. Die politische Situation ist fragil oder wie man heute sagt, volatil. Und dann bringt Frau Baerbock das Thema ihrer Kanzlerkandidatur auf. Das ist nicht Optimismus, das ist Megalomanie. Ich meine, wir wissen doch nicht, was in einem Jahr alles passieren wird. Sie wissen, wie man Gott zum Lachen bringt, nicht wahr? Nein, man macht einen Plan. Ja. Und das ist wirklich so. Nun ja, aber ich meine, ich habe mir das Interview angehört. Also erstmal würde ich sagen, ihr Englisch ist dringend verbesserungsbedürftig. Und dann sollte sie vielleicht kurzfristige etwas planen. Ich meine, die Grünen sind doch die meiste der kurzfristigen Verordnungen und Anordnungen. Die haben zum Beispiel die Subventionen für die Elektroautos am Wochenende gekillt, von Samstag auf Sonntag. Die haben die Heizpumpe oder Wärmepumpe angeschafft und dann wieder gleich abgeschafft. Aber hier, also es hat wirklich ein Geschmäckler. Aber wissen Sie, ich habe das einfach ernst genommen, wie es sein muss. Und dann habe ich mir einen langen Zettel gemacht mit allen Engagements und Sachen, von denen ich Abstand nehmen werde, um mich mehr der Politik widmen zu können. Als erstes habe ich meine geplante Teilnahme an der Formel 1 abgesagt. Och Mensch. Mit dem absolut fadenscheinigen Vorwand. Das wäre aber wirklich lustig geworden. Es wäre sehr lustig geworden mit einem 14 Jahre alten Daihatsu. Ja. Lass mich raten, Nationalmannschaft machst du jetzt auch nicht mehr. So weit war ich noch nicht, aber sie bringen mich auf den Geschmack. Aber ich habe meine Teilnahme an der Leichtathletik-Europameisterschaft abgesagt, die in Apeldoorn stattfinden soll. Berühmter holländischer Ort, wo mal der Kaiser im Exil war, Apeldoorn in Holland. Und meine spezielle Disziplin ist ja das Kugelstoßen. Deswegen habe ich mich bei der Europameisterschaft angemeldet, wieder abgemeldet. Natürlich beim European Song Contest, nächstes Jahr in Zürich. Wissen Sie, ich habe jetzt so viel Zeit, so viel Platz in meinem Leben, dass ich kaum noch weiß, was ich damit anfangen soll. Ich werde in die Politik gehen müssen. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Vielleicht als Kanzlerkandidat der Grünen, wenn Robert Habeck es nicht möchte oder sollte er es nicht wollen, weil die Umfragewerte der Grünen so schlecht sind? Na, die Umfragewerte der Grünen sind nicht schlecht, die sind fantastisch. Also meinem Geschmack kommen sie schon entgegen, nicht? Ich finde, weil sie gefallen sind. Ja, ich finde, mit 12% sind die Grünen noch maßlos überbewertet. Irgendwo zwischen 4 und 6% würde ich sie eher ansiedeln. Aber völlig im Ernst, was mich wirklich fasziniert, ist die Selbstsicherheit der Frau Baerbock, dass sie das Thema Ich als Kanzlerin überhaupt auf die Tagesordnung setzt. Und ich habe mich ja gefragt, als ich das hörte, könnte es sein, dass Millionen von Deutschen gleich nach dem Aufwachen sich die Frage stellen, wird Annalena, Entschuldigung, pardon, entschuldige Sigmund, wird Annalena Baerbock kandidieren? Fragen sich Millionen Deutsche jeden Tag. Wissen Sie, so mit dieser Frage quälen sie sich durch den ganzen Tag und abends kurz vorm Schlafengehen fragen sie sich wieder, wird sie Kanzlerkandidatin werden? Übrigens, was ich beinahe vergessen hätte, was ganz wichtig ist, um hier heute Abend bei Ihnen zu sein, habe ich einen Termin bei CNN abgesagt. Das hat Frau Baerbock nicht gemacht. Dankeschön. Sie hätte besser mich vorher fragen sollen. Ja, wir sind froh, dass Sie hier bei uns sind. Ich auch.